Und nun gute Reise. Das war der Anfang von der Fliegerei hier in Frankfurt. Wir sehen hier den Erinnerungsstein an die erste planmäßige Landung eines Zeppelins hier in Frankfurt. Zeppelin-Luftschiffe waren in den ersten Weltkriegsjahren wichtige Bestandteile der nationalen Verteidigung. Diese Vision eines europäischen oder internationalen Luftverkehrs, die hat sich tatsächlich relativ schnell verwirklicht. Auf Befehl Generaloberst Göring habe ich Ihnen allen seine besten Grüße für diesen neuen Flug- und Luftschiffhafen zu überbringen. Die Frauen sind direkt von Auschwitz-Birkenau aus hierher deportiert worden, um für den Frankfurter Flughafen erste betonierte Rollbahnen zu bauen. Es war einfach alles bombardiert, kaputt. Eine Riesenmaschine wird für den regelmäßigen Flugdienst zwischen Frankfurt und Berlin eingesetzt. Die Zeit der Luftbrücke ist letztlich der Beginn einer Erfolgsstory des Frankfurter Flughafens. Die 62 Passagiere besteigen die viermotorige Maschine vom Typ DC-7C. Der Bleistift fällt nicht um, ein Beweis für den ruhigen Flug. Tor 3 am Terminal 1, Sitz des Flughafenbetreibers Fraport. Ganz in der Nähe ist die Schatzkammer des Unternehmens. 100 Jahre Flughafengeschichte, wohlbehütet und gepflegt. Vom Leiter des Archivs, Markus Großbach. Extra für uns zeigt er das wertvollste Schriftstück. Das ist ein spannendes Stück Wirtschaftsgeschichte. Geschützt unter Glas. Vor uns liegt das älteste Dokument der Unternehmensgeschichte im Fraport-Archiv, das Stammaktienbuch der Südwestdeutschen Luftverkehrs AG aus dem Jahr 1924. Vom 2. Juli 1924, also genau vor 100 Jahren. Mit diesem Datum beginnt in Frankfurt der wirtschaftliche Luftverkehr. Die offengeschlagene Seite zeigt uns die privaten Anteilseigner des Unternehmens. Hauptanteilseigner war ja die Stadt Frankfurt, gefolgt von der Junkers Luftverkehrs AG. Aber hier sehen wir weitere Firmen und Geschäftsleute aus Frankfurt und Umgebung oder aus Süddeutschland, die sich an diesem jungen Unternehmen beteiligten, etwa die Farbwerke Höchst AG oder auch die Daimler Motorengesellschaft in Stuttgart und der Türkheim ist hier aufgelistet und viele Frankfurter Bankhäuser. Das junge Unternehmen ist so etwas wie die Urgroßmutter, die Vorgängerin der heutigen Fraport AG, nur mit anderen Aufgaben. Wir waren zunächst kein Flughafenbetreiber. Das war in Frankfurt Sache der städtischen Flughafen GmbH, zumindest für kurze Zeit. Die Südwest, wie sie abgekürzt genannt wurde, war eigentlich eher eine Airline. Also wir besaßen 3 eigene Flugzeuge und unser Auftrag war es, Strecken zu entwickeln und zu befliegen. Man musste Partnerflughäfen finden und Strecken entwickeln, um einen Luftverkehr dauerhaft zu etablieren. Doch dafür brauchen Sie einen Flugplatz. Den gibt es schon direkt neben dem Messegelände am Rebstock. Hans-Peter Walluff ist vom Frankfurter Verein für Luftfahrt, gegründet 1908. An der Luftfahrtgeschichte haben sie ordentlich mitgemischt. Alles beginnt auf diesem Gelände am Rebstock. Hier ist der ehemalige Flugplatz gewesen und es war ein großes, rundes Gelände, weil man damals immer gegen den Wind gelandet ist. Und der Platz war hauptsächlich eine Graspiste und zwar eben überall, es war keine befestigte Bahn. Es gab auch Hallen, die müssten irgendwo in dem Bereich südlich gestanden haben und da wurden Flugzeuge untergestellt. Es gab Flugverkehr, den müssen wir uns allerdings in sehr bescheidenem Umfang vorstellen, was auch natürlich mit den technischen Möglichkeiten zusammenhängt. Die Flugzeuge waren noch sehr klein. Also die ersten Passagiermaschinen, die konnten ja vielleicht außer dem Piloten noch 2, 3 weitere Personen befördern. Aber in den 20er Jahren zeichnete sich ab, dass die technische Entwicklung zu großen Flugzeugen hingehen würde. Die ersten 6 Monate im Gründungsjahr sind gleich ein Erfolg.
234 Flugbewegungen mit 536 Passagieren und einer Tonne Fracht, vorwiegend Post. Die Flugabfertigung ist noch sehr bescheiden, weiß Luftfahrthistoriker John Broven aus Kelkheim. Das war ein sehr kleines Gelände, ein sehr kleines Terminalgebäude. Das ist in keiner Art und Weise, wie man es sich heute so vorstellt. Ich schätze, wenn da 100 Leute insgesamt in dieser Halle gewartet haben, ist das schon voll ohne Ende. Schon ein Jahr später, 1925, haben sich die Zahlen verzehnfacht. Die Luftfahrt boomt. Immer mehr Ziele locken immer mehr Passagiere. Einer der großen Vorteile, das war die geografische Lage, die heute nicht mehr die große Rolle spielt im modernen Luftverkehr mit Langstreckenflugzeugen, aber damals sehr wohl relevant war. Und interessanterweise sah sich Frankfurt als zentraler Ort Europas in einem internationalen Streckennetz. Der Flughafen Frankfurt-Rebstock wird ein Publikumsmagnet. Tausende Menschen kommen, staunen und fliegen. Und das schon vor 100 Jahren. Woher kommt diese Euphorie? Warum wurde Frankfurt zum Nabel der deutschen Luftfahrt? Um das zu erfahren, lohnt sich ein Rückblick. Denn die Geschichte der Luftfahrt in Hessen ist weitaus älter als 100 Jahre. »3. Oktober 1785. Zum ersten Mal landet ein Ballonfahrer in Deutschland, in Frankfurt. Der Franzose Jean-Pierre Planchard. Sein leichter Ballon ist ständig in Gefahr, der Wind. Eine Bretterwand schützt ihn bei Starts und Landungen. Beim Aufstieg von der Bornheimer Heide lässt Planchard seinen Hund mit einem Tuch zu Boden schweben. Wohlbehalten erreicht der Vierbeiner die Erde. Und Planchard feiert seinen Tierversuch als weltweit ersten Fallschirmsprung. 39 Minuten später landet er im 60 Kilometer entfernten Weilburg. Et voilà, die erste bemannte Luftfahrt in Deutschland. Die Hessen sind aus dem Häuschen, jeder will Ballon fahren. Ein teurer Spaß damals. Ein Flugplatz hat Frankfurt, aber noch nicht. »113 Jahre nach der ersten Ballonfahrt erhält Graf Zeppelin, der Mann mit der weißen Mütze, ein Patent für das erste Luftschiff. Vom Bodensee aus startet er 1908 zu einer Deutschlandfahrt. Doch der Zeppelin strandet in Hessen, am Rhein, in Trebur. Er wird repariert und startet wieder, kommt aber nicht weit. Bei Stuttgart geht der Zeppelin in Flammen auf. Ein Motorenschaden zwang zur Notlandung in Echterdingen. Gewittersturm riss das Luftschiff los, Knallgas im Schiff explodiert, LZ-4 verbrannte. Ein vernichtender Schlag für den Grafen. Aber die Initiative der deutschen Presse, die zu einer Volksspende aufrief, verhalf ihm zu 6 Millionen Mark. Graf Zeppelin kann damit ein neues Luftschiff bauen. Sein erstes großes Ziel? Frankfurt. Er hat dort einen Geschäftstermin. Seine Ankunft schreibt Luftfahrtgeschichte. Wir sehen hier den Erinnerungsstein an die erste planmäßige Landung eines Zeppelins hier in Frankfurt. Der sogenannte Zeppelinstein in der Nähe des Rebstockgeländes, wo eben offenbar diese Landung stattgefunden hat. Der Graf besucht die ILA, die erste internationale Luftfahrtausstellung der Welt. Die ILA, das war so der Anfang von der Fliegerei hier in Frankfurt. Diese Festhalle in Frankfurt, das war diese neue Messehalle, die ist gerade fertiggestellt worden. Man wollte sich als Stadt modern, progressiv darstellen. Und welche bessere Nutzung für eine nagelneue große Messehalle gibt es, als so eine neue Technologie in dieser Halle zu präsentieren? Mehr als 1 Million Menschen besuchen dieses futuristische Wunderland. Sie bestaunen die neuen Flugapparate, fahren Karussell, trinken Appleboy und Bier. Aus ganz Europa kommen Leichtflieger und Ballonfahrer.
Die Eintrittskarten sind personalisiert. Hier habe ich eine Eintrittskarte, eine Dauerkarte für die ganzen 99 Tage. Luise Melber. Sie ist irgendwie, hat mir jemand mal erzählt, verwandt mit der Goethe-Familie. Insofern, da sieht man echter Frankfurter. Die ILA ist ein Erfolg. Die Ausstellung hinterlässt ihre Spuren. Das Rebstock-Gelände wird zum offiziellen Flugplatz. Der erste Wetterwarndienst wird eingerichtet und immer mehr Zeppeline landen in Frankfurt. Schon jetzt schwebt einiges über den Dächern Frankfurts. Die Reederei DELAG startet den ersten Linienverkehr ab Rebstock. Mit Kleinflugzeugen und Zeppelinen transportieren sie Luftpost nach Darmstadt, Worms und Mainz. Auch die ersten Rundflüge sind im Angebot. Und auch da muss man sich nicht vorstellen, dass das ein Fahrt irgendwo hin war. Das war nicht Sinn des Fliegens. Der Sinn war, du bestellst ein Ticket und fliegst mit dem Zeppelin einmal um Frankfurt und siehst deine Heimat zum ersten Mal aus der Luft. Ich meine, die Dinge sind 300 Meter über die Luft geflogen. Das ist eine Höhe, wo du wirklich fast deinen Nachbar winken kannst und Hallo sagen kannst. Der Frankfurter Verein für Luftfahrt und die Zeppelin-Reederei DELAG übernehmen den Landeplatz Rebstock von der Stadt Frankfurt. Sie bauen die erste Luftschiffhalle, der Heimathafen für den Zeppelin Victoria Luise. Am 14. Februar 1912 starten die ersten Passagierfahrten. 2 Jahre später stehen im Logbuch 489 Fahrten mit 9.738 Passagieren. Frankfurt spielt in der ersten Liga der deutschen Luftschifffahrt, bis der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Juli 1914 alle Träume platzen lässt. Zeppelin-Luftschiffe waren in den ersten Weltkriegsjahren wichtige Bestandteile der nationalen Verteidigung. Später leisten sie wertvolle Dienste als Fernaufklärer. Die Zeppelin-Schiffe waren in den ersten Weltkriegsjahren bekannt und gefürchtet als der Schrecken Londons. Der Flugplatz auf dem Rebstock-Gelände erfüllt jetzt einen anderen Zweck. Der wurde im Ersten Weltkrieg hauptsächlich militärisch verwendet, also es gab keine zivile Verwendung mehr. Und da wurde auch eigentlich diese ganze private Luftfahrt eigentlich eingestellt, die gab es dann erstmal nicht mehr. Und die gab es auch nach dem Ersten Weltkrieg dann nicht mehr, weil es eben erstmal verboten wurde. November 1918 endet der Erste Weltkrieg mit der Niederlage Deutschlands. Und trotz des Drama des Zusammenbruchs im Ersten Weltkrieg hat sich diese Begeisterung für den Flugverkehr in Frankfurt über die Zeit hinweg erhalten. Und es gab Leute, die erkannt haben, welche große Chance Frankfurt haben würde oder könnte in der Entwicklung, die sich abzeichnete. 1922 gelingt es der Stadt, den Flugdienst auf dem zerstörten Rebstock-Gelände wieder einzurichten. 2 Jahre später, 1924, erfolgt die bereits erwähnte Gründung der Südwestdeutschen Luftverkehrs AG. (1926) wird der Flugplatz Rebstock wieder eröffnet, größer und effektiver. Doch die Südwestdeutsche Luftverkehrs AG soll sich jetzt auf die Bodenabfertigung von Flugzeugen und Zeppelinen spezialisieren. Denn am 6. April 1926 wird die erste deutsche Airline gegründet. Aus den Fluggesellschaften Aeroloid und Junkers Luftverkehr wird die deutsche Lufthansa AG. Sitz ist Berlin. Ihr Auftrag? Die Luftfahrt in Deutschland festigen mit eigenem Streckennetz und Linienflügen, auch ab Frankfurt. Die Route Rebstock-Amsterdam gibt es täglich, außer sonntags. Flugzeit 4 Stunden 35. Mit Zwischenstopp in Köln und Düsseldorf. Erlaubt waren 15 Kilo Freigepäck. Diese Vision eines europäischen oder internationalen Luftverkehrs, die hat sich tatsächlich relativ schnell verwirklicht und das führt zu sehr stark ansteigenden Passagierzahlen. Und 7000 fliegen schon 1926 ab Frankfurt. Fast 3800 Starts und Landungen pro Jahr. Die Folge? Mehr Aufwand für die Südwestdeutsche Luftverkehrs AG.
Also von dem Moment an, also ab 26, 28 etwa in dem Zeitraum, kristallisiert sich das heraus, dass es auf der einen Seite eben die Gesellschaft gibt, die sich um den Bodendienst kümmert. Das ist eben unsere. Und dass es die Airline gibt, die Deutsche Lufthansa, die den Flugbetrieb dann in Kooperation mit anderen ausländischen Gesellschaften umsetzt. Mit der Ju-52 beginnt in den frühen 30er Jahren das Zeitalter des Massenluftverkehrs. Neben Berlin ist Frankfurt der wichtigste Flughafen für die Lufthansa. Sie transportiert Passagiere und Fracht, vor allem Post. Von Frankfurt aus fliegt die Tante Ju nach ganz Europa, Kurzstrecke über die Alpen nach Rom. Mit an Bord Champagner und Wurstplatte Spezial. Die Langstrecke übernehmen die Zeppeline. Die Menschen fliegen aus ganz Europa zum Rebstockgelände, um hier umzusteigen, nach New York. Fahrzeit 60 Stunden. Frankfurt wird zum internationalen Drehkreuz, das erste weltweit. Und Weltrekorde gibt es auch zu feiern auf dem Rebstock. Im September 1929 steigt der Automobilunternehmer Fritz von Opel in sein erstes Raketenflugzeug. Angeblich ein Versuch in Richtung Raumfahrt. Doch daraus wird nichts. Der Hobbyflieger konzentriert sich dann doch lieber auf irdische Blechkisten. Die Fluggastzahlen steigen weiter auf über 10.000 pro Jahr. Zu viel für den Rebstock. 1930 sucht die Stadt Frankfurt einen neuen Standort für den Flughafen. Im Bereich des heutigen Stadtwaldes im Süden, südlich des Mains. Und dort am Knotenpunkt der geplanten Autobahnen und des Frankfurter Kreuzes wurde der neue Flughafen projektiert. Nach ihrer Machtergreifung lassen die Nationalsozialisten die ersten Reichsautobahnen bauen, von Arbeitslosen. Medienwirksam erfolgt der erste Spatenstich am Stadtrand von Frankfurt durch Adolf Hitler. Dort, wo sich einmal die Autobahnen Hamburg-Basel und Köln-Würzburg kreuzen sollen, fällt der erste Baum. Am 2. Januar 1934. Auf diesem Gelände entsteht in wenigen Monaten ein Abfertigungsgebäude mit Kontrollturm und Café. Auch die Deutsche Zeppelin-Reederei investiert. Sie baut die größte Luftschiffhalle der Welt. 300 Meter lang. Gleich neben dem Flughafen entsteht eine Wohnsiedlung für Mitarbeiter der Zeppelin-Reederei. Das Dorf Zeppelinheim. Bürgermeister Herbert Becker erinnert sich. Ja, die Siedlung ist entstanden, um die Besatzungen aufzunehmen, die dann vom Rhein-Main-Flughafen in die USA gefahren sind. Und die sind dann nach Zeppelinheim gekommen, wurden dort angesiedelt, um von hier aus einen kurzen Weg zum Flughafen zu haben, zu ihrem Einsatzstandort im Grunde. Nach 18 Monaten Bauzeit wird am 8. Juli 1936 der Weltflughafen Rhein-Main eröffnet, mit 2 neuen Luftschiffhallen. Auf Befehl meines Oberbefehlshabers, Generaloberst Göring, habe ich Ihnen allen seine besten Grüße für diesen neuen Flug- und Luftschiffhafen zu überbringen. Der Flug- und Luftschiffhafen Rhein-Main ist neben Berlin-Tempelhof der wichtigste Flughafen Deutschlands. Doch zivile Luftfahrt haben die Nationalsozialisten nicht wirklich im Fokus. Sie verfolgen mit Frankfurt ganz andere Ziele. Es gibt zahlreiche Flugsport- und andere Veranstaltungen auf den Flughäfen, insbesondere auch in Frankfurt, die letzten Endes 2 Aufgaben dienen. Sie sollte die Bevölkerung auf die Notwendigkeit der Luftrüstung und auf einen möglichen Luftkrieg vorbereiten.
Und ganz wesentlich, man wollte auch Piloten für diese zukünftige Luftwaffe rekrutieren oder begeistern. Also der Weg ging von da aus, war die Vorstellung ins Cockpit zukünftiger Kampfflugzeuge. Der Flughafen ist mittlerweile gewachsen auf 300 Hektar. So groß wie 420 Fußballfelder. Rund 70.000 Passagiere werden in den ersten 12 Monaten abgefertigt. Besonders beliebt sind Zeppelin-Fahrten nach Amerika, sagt Christian Kunz, Leiter des Zeppelin-Museums in Neu-Isenburg. Die Fahrgäste sind meistens über Nacht im Frankfurter Hof geblieben und dann ging es mit dem Zug zum Bahnhof Zeppelinheim und der Bahnhof hatte eine neue Bezeichnung bekommen, Flug- und Lufthafen Rhein-Main. Und wenn der Zug hielt, rief der Schaffner aus, Weltflughafen Rhein-Main, umsteigen nach Rio de Janeiro und New York. Die Frauen durften sofort einsteigen und die Herren, die mussten noch eine kleine Kontrolle über sich ergehen lassen. Es wurde kontrolliert, ob sie beschlagene Schuhe hatten. Das heißt, um die Ledersohlen zu schützen, hatte man oft Metallbeschläge aufgebracht und man hatte Angst, dass es auf den Laufgängen im Zeppelin dann zum Funkenschlag kommen könnte. Deswegen wurden die Männer kontrolliert und dann ging es für alle an Bord und die Reise nach Rio de Janeiro oder nach New York konnte losgehen. Die Fahrt Frankfurt-New York kostet nach heutiger Währung umgerechnet 10.000 €. Dauer der Überfahrt 58 Stunden. Damals die schnellste Möglichkeit, nach Nord- oder Südamerika zu gelangen. Die Kraft Zeppelin und die Hindenburg sind fliegende Luxushotels. Im Bauch der Hindenburg ist ein 16 Meter langer Speisesaal. Eine Küche, eine Bäckerei, ein Schreib- und Lesezimmer, ein Promenadendeck, eine Raucherkabine und eine Bar. Und Fracht kann sie auch transportieren. Die 245 Meter lange Hindenburg ist der Liebling der Frankfurter. Mai 1937. 72 Passagiere freuen sich in Frankfurt auf die Fahrt in die USA. Am 6. Mai schwebt die Hindenburg pünktlich über New York. Im 100 Kilometer entfernten Lakehurst wollen sie landen. Der Anflug wird zur Katastrophe. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the mooring pads. All the folks between us, this is terrible. This is the worst of the worst catastrophe. 36 Menschen sterben. Die Unfallursache bleibt ungeklärt. Ein schwerer Schlag für die Zeppelin-Luftfahrt. Deren Zeit ist nach dem Unglück zu Ende. Beginn des Zweiten Weltkriegs. In Frankfurt kommt der zivile Luftverkehr weitgehend zum Erliegen. Die Südwestdeutsche Flugbetriebs AG stellt ihre Tätigkeit ein. Rhein-Main wird beschlagnahmt von der Luftwaffe, die von hier aus mit ihren Bombern nach Frankreich fliegt. Die 300 Meter langen Luftschiffhallen auf dem Flughafen Rhein-Main sind weithin sichtbar. Sie konnten den gegnerischen Kampffliegern als Orientierung dienen. Zu gefährlich, sagt Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Feldmarschall Göring. Er lässt beide Hallen sprengen. Am 6. Mai 1940. Er bestellte also die Reporter aus ganz Deutschland ein und in der Luftschiffhalle posierte er mit seiner Uniform und sagte: Meine Herren, machen Sie möglichst viele Fotos. Dies wird es nicht mehr lange geben. Das Aluminium der Zeppeline ging in den Flugzeugbau für die Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg. 4 Jahre später, März 1944, erstmals wird der Flughafen heftig angegriffen von Amerikanern. Die Deutschen müssen ihn immer wieder reparieren, denn sie brauchen ihn. Und in diesem Zusammenhang wird Frankfurt einer der Flughäfen, der für die Stationierung des düsengetriebenen Kampfflugzeugs Me-262 vorgesehen ist. Und da kommt eben eines der dunklen Momente in die Geschichte des Flughafens Frankfurt. Die deutschen Kampfflieger sollen weiterhin von Rhein-Main aus starten.
Doch eine Startbahn besitzt der Flughafen nicht. Er ist ein Rasenplatz. In einem Waldstück am Flughafenrand ist das KZ-Außenlager Walldorf. Die Wachmannschaft beim Appell. Russische Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter beim Roden von Bäumen. 1700 ungarische Jüdinnen werden in Güterwagen nach Walldorf transportiert. Die jüngste ist 13 Jahre alt, die älteste 40. Im Wald bei Walldorf befindet sich an dieser Stelle heute eine Gedenkstätte, das Margit-Horvath-Zentrum, benannt nach einer der inhaftierten Frauen. Auch eine Stiftung trägt ihren Namen. Die Vorsitzende ist Cornelia Rühlich. Die Frauen sind direkt von Auschwitz-Birkenau aus hierher deportiert worden, um für den Frankfurter Flughafen erste betonierte Rollbahnen zu bauen. Und erforderlich waren diese betonierten Bahnen, weil innerhalb des Zweiten Weltkrieges erste Düsenmaschinen entwickelt wurden. Und für die Düsenmaschinen ist eine betonierte Bahn sehr viel sinnvoller. Bis dahin gab es Propellermaschinen und die starteten und landeten auf Gras. Die Frauen arbeiten bei jedem Wetter, unter unmenschlichen Zuständen. Sie wohnen in Baracken, teilweise mit Keller ausgestattet. Was aber das Grauenvolle dieses Kellers ist, der ursprünglich als Vorratsraum angelegt war, das war, dass sie fast jeden Abend wurden 1, 2 oder 3 der Häftlinge hier runter zitiert und wurden geprügelt wegen der lächerlichsten Kleinigkeiten. 9 Monate später werden 1650 von ihnen ins Frauen-KZ nach Ravensbrück verlegt. Nur wenige überleben. / 24. März 1945. So sieht der Flughafen gegen Kriegsende aus. Mehr als 2000 Bomben sind hier eingeschlagen. Amerikanische Truppen beschlagnahmen das Flughafengelände. 1945 wird der Flughafen dann von den Alliierten, von den amerikanischen Truppen besetzt und dann unmittelbar zu einem amerikanischen Militärflughafen. Ja, hier siehst du der Frankfurter Flughafen, der alte Control Tower ist noch getarnt. Das ganze Gebäude war eigentlich zum Schluss grün getarnt. Der eine Bombe hat einen Fehler gemacht und hat hier dieses Gebäude beschädigt, weil der zweite Stockwerk ist weg. Das ist jetzt provisorisch repariert. Und du siehst, hier ist ein Militär C-47 hier vorgeparkt. Das war so quasi die Situation, wie sagt man, direkt nach dem Krieg. Auf Befehl der Amerikaner beginnen deutsche Gefangene mit dem Wiederaufbau des Flughafens. Auch auf dem Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt wurde mit dem Bau einer neuen Startbahn begonnen. Diese Bahn soll später dem zivilen Luftverkehr dienen. Ebenso baut man neue Abstellplätze für Flugzeuge und Zubringerwege zur Startbahn. Ein Glücksfall für die Südwestdeutsche Flugbetriebs AG, die wieder aktiv ist, sagt Markus Großbach. Das Unternehmen ist halt quasi, wenn auch nur mit wenigen Mitarbeitern, präsent und auch sofort wieder aktiv und bekommt dann auch offiziell und schriftlich den Auftrag, den Flughafen Frankfurt auszubauen, damit er eben durch die amerikanische Luftwaffe genutzt werden kann. Es war von vornherein klar, dass die Amerikaner den Rhein-Main Airbase haben wollten. Es gab eine ganze Liste von Flugplätzen, die wie soll man, in Frage kamen, ob es jetzt Rebstock war oder Fritzlar oder wie sie alle heißen. Und Rhein-Main war schon für uns wichtig wegen der ganzen Fläche. Der Flughafen wird auf 860 Hektar erweitert, so groß wie 1200 Fußballfelder, ein Drittel von heute. Die ersten zivilen Verkehrsmaschinen landen wieder, zunächst von amerikanischen Airlines. Der Flughafen ist schon jetzt der größte in Deutschland und die Südwestdeutsche Flugbetriebs AG wird umbenannt in Verkehrsaktiengesellschaft Rhein-Main, kurz VAG.
Am 24. Juni 1948 blockiert die Sowjetunion die Landverbindung nach West-Berlin. Sie reagiert damit auf die Einführung der neuen Währung, der D-Mark. Über 2 Millionen Menschen hungern. Für Großbritannien und die USA ist klar, nur aus der Luft kann Berlin versorgt werden. Von Frankfurt aus. Ausbau der Luftbrücke. Eine Riesenmaschine wird für den regelmäßigen Flugdienst zwischen Frankfurt und Berlin eingesetzt. Es ist die C-97, der Stratosphärenkreuzer. Bei 71 Tonnen Eigengewicht trägt der Luftriese eine Fracht von 26 Tonnen. Man schaffte am ersten Tag von Frankfurt aus etwa 40 Tonnen nach Berlin. Völlig unzureichend. Man wusste, wir brauchen mehr Maschinen, wir brauchen viel mehr Maschinen, wir brauchen größere Maschinen. Und das kann für die Amerikaner nur ab Frankfurt und ab Wiesbaden laufen. Und die größeren Maschinen waren nicht in Europa verfügbar. Peter Schmitz ist ein Kenner der Berliner Luftbrücke. Er war Leiter der Logistikabteilung der Luftstreitkräfte Europa-Mitte. Aus Frankfurt starten in 15 Monaten 140.000 Hilfsflüge. 2,4 Millionen Tonnen Lebensmittel fliegen Piloten von Frankfurt nach Berlin-Tempelhof. Was viele Menschen gar nicht wissen, ist, dass das Hauptprodukt, was rübergeschafft worden ist, Kohle war. Aus dem Ruhrgebiet. Die Amerikaner helfen vor allem Kindern. Selbst gebastelte Fallschirme mit Schokolade werfen die Soldaten über Berlin ab. Daher der Name Rosinenbomber. Einer steht heute noch am Frankfurter Flughafen. Das ist die Maschine, die man für die Durchführung der Luftbrücke benötigte. Und das ist auch das Arbeitspferd, das die US Air Force benutzt hat. Eine Maschine, die in den 40er Jahren entwickelt worden ist. 10 Tonnen Zuladung, das musste her, dieses Gerät. Und das kam eben aus allen Ecken dieser Welt. Nicht nur aus Alaska, sondern auch aus Hawaii, letztlich auch aus Japan. Der Platz war für diesen Massenansturm von Flugzeugen überhaupt nicht geeignet. Die Besatzungen haben den Platz nicht Rhein-Main-Airport genannt, sondern Rhein-Matt-Airport, heißt Rhein-Matt-Airport. Und das machte deutlich, wenn hier der kleinste Regenguss runterkam, hatte man kaum Möglichkeiten, befestigte Parkpositionen für die Flieger zu finden. Und man hat fast 300.000 Tonnen Stahlblechplatten hier ausgebracht, Systemmatten, um die Flieger überhaupt satt hinzustellen. Alle 3 Minuten, Tag und Nacht, startet eine Maschine nach Berlin. Eine zweite Start-Landebahn ist dringend erforderlich. Der Frankfurter Flughafen profitiert durch die Hilfsflüge, auch technisch. Brandneu, ein radargesteuertes Anflugsystem. Damit können Lotsen erstmals den Flugverkehr auch aus der Ferne regeln. Baker George 2, maintain your present elevation and continue vector 315. Bis dahin hat jeder Pilot geflogen, aha, ist niemand vor mir, ist niemand hinter mir, kommen wir landen. We're starting down the glide path. A rated descent is good. Die Zeit der Luftbrücke und all das, was wir gelernt haben aus der Luftbrücke, ist letztlich der Beginn einer Erfolgsstory des Frankfurter Flughafens gewesen. 1949, als die Luftbrücke zu Ende ging, hatten wir 2 Runways, 2 Start- und Landepisten. Wir hatten ausreichend Parkpositionen für die Flieger. Und wenn man überlegt, 1950 200.000 Passagiere hier, in den 50ern spielte Frankfurt schon in der Europaliga. »27. Mai 1950. Die Amerikaner geben den Flughafen zurück in deutsche Verantwortung. Sie behalten nur einen kleinen Teil für sich. 1951 wird Deutschlands erste Flughafenfeuerwehr gegründet. Der Ausbau mit Terminal und Frachthallen macht den Brandschutz unverzichtbar. Heute zählt die Werkfeuerwehr zu den größten weltweit, mit mehr als 340 Frauen und Männern. Ein Jahr später erreichen bereits 23 Fluggesellschaften Frankfurt. Im Angebot 8 innerdeutsche und 80 ausländische Ziele. Dennoch, Fliegen war in den 50er Jahren noch eine exklusive Sache. Die meisten Fluggäste waren Geschäftsleute.
Lufthansa produziert erstmals in Frankfurt Essen für ihre Kunden. Der Flughafen meldet mehr als 500.000 Passagiere, 120 Starts und Landungen täglich und er bietet 1.500 Menschen Arbeit. 1954 wird aus der VAG, der Verkehrsaktiengesellschaft Rhein-Main, die Flughafen Frankfurt-Main AG, kurz FAG. Der Stützpunkt der United States Air Force war im Süden des Flughafens. Die Soldaten sind während des Kalten Krieges auf der Airbase stationiert. Sie teilen sich die Start- und Landebahnen am Rhein-Main-Flughafen. Jedes Jahr kamen ungefähr 200.000 Soldaten, nur Soldaten. Dann müssen wir noch dazu rechnen, Familie, Kinder und so weiter und so fort. Dann kannst du sehr schnell auf 500.000 kommen. Und das jedes Jahr. Auch die Wohnsiedlung Zeppelinheim gewinnt plötzlich an Bedeutung. Zeppelinheim war praktisch nicht zerstört, der Flughafen war ziemlich zerstört. Und als die Amerikaner kamen, mussten die Bewohner innerhalb von Stunden teilweise oder von Wochen aus den Häusern raus. Und die Amerikaner haben die Häuser beschlagnahmt und haben dort ihre Soldaten, ihre Familien angesiedelt. Frankfurt wird zum wichtigsten Stützpunkt außerhalb der USA. Nicht umsonst hat die US Air Force diese Airbase hier als Gateway to Europe bezeichnet, weil alles, was streitkräfteseitig nach Europa ging, ging erstmal nach Frankfurt und wurde dann in die Fläche verteilt. Keine Frage. Ausgangspunkt war in der Tat die geografische Lage, die einfach super ist. (1955) ist für den Frankfurter Flughafen von besonderer Bedeutung. Deutschland erhält seine Lufthoheit zurück. Am Flughafen beteiligt sind jetzt das Land Hessen, die Stadt Frankfurt und der Bund. Die wiedergegründete Lufthansa landet wieder auf Rhein-Main mit einer Convair 340. Frankfurt wird zum Heimathafen der Airline. Und noch eine bekannte Airline wird gegründet, Condor, damals noch als Deutsche Flugdienst GmbH. Heimatflughafen, auch bis heute Frankfurt. 2 Jahre später fliegt Lufthansa wieder regelmäßig nach Südamerika mit einer Lockheed Super Constellation. Ein Langstreckenflugzeug für knapp 100 Passagiere. Ein Luxusflieger. Sehr beliebt und für Sammler unverzichtbar. In Hermeskeil bei Trier hat Peter Junior eine Conny im Garten. In seinem Privatmuseum. Nicht irgendeine Conny. Ja, also die Super Conny ist natürlich für uns ein ganz besonderes Flugzeug, weil unser Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer war 1955 damit in Moskau, zwecks der Verhandlung für die Freilassung der letzten 10.000 Kriegsgefangene, was dann auch letztendlich erfolgreich war. Und das ist für uns natürlich was ganz Besonderes, diese Maschine hier in unserem Museum unser eigen nennen zu dürfen. Das Konkurrenzmodell zur Conny ist die DC-7 der Douglas Aircraft Company. Auch sie landet in Frankfurt und startet 1957 zum ersten Mal nach New York. Die 62 Passagiere besteigen die viermotorige Maschine vom Typ DC-7C, die in 13 Stunden ohne Zwischenlandung die 6.150 Kilometer lange Strecke bis New York zurücklegt. Und was macht die Pferdekutsche auf dem Flughafen? Eine Postkutsche versucht ein Wettrennen mit dem Flugzeug. Man wollte sehen, wie weit sie in 13 Stunden kommt. Die Kutsche kam nur bis Mainz. Und wer will schon nach Mainz, wenn er in New York einen Kaffee genießen kann? Zu Abend isst der eilige Mensch in Frankfurt. Das Frühstück kann er in einer New Yorker Snackbar bestellen. (1958) wird die Nordbahn verlängert auf insgesamt 3.600 Meter.
Das sollte reichen für die neue Sensation am Himmel. Die Düsen-Passagierflugzeuge. Eine Caravelle landet erstmals in Frankfurt. Sie kommt aus New York. An Bord 140 Passagiere. Die neuen Düsenflieger sind viel schneller als die Super Constellation oder die DC-7. Sie packen die Strecke in nur 8 statt 13 Stunden. Doch Flughafenanwohner sind in Sorge. Bringen die neuen Maschinen mehr Lärm nach Frankfurt? Eine professionelle Messung muss her. Mithilfe des Gewerbe- und Preisamtes der Stadt Frankfurt, auch mit Unterstützung des Hessischen Rundfunkes, konnten wir hier Messungen durchführen, die die Ergebnisse, die bereits in New York Idlewild und in Paris Orly mit der Caravelle gemacht wurden, bestätigen. Wir können heute sagen, dass das Düsenverkehrsflugzeug Caravelle kein lauteres Geräusch verursacht als die herkömmlichen Flugzeuge mit Kolbentriebwerken. Wir können der Entwicklung des Düsenluftverkehrs mit Ruhe entgegensehen. Erstmals kommen mehr als 1 Million Passagiere. Die Abfertigungsanlagen müssen umgebaut werden. Sie sind zu klein. 25.210 Flugbewegungen pro Jahr stellen den Flughafen vor neuen Herausforderungen. Bei Raunheim entsteht ein großes Tanklager für 25 Millionen Liter Treibstoff. Das Tanklager ist noch heute in Betrieb, allerdings jetzt für 180 Millionen Liter. Durch Pipelines wird das Kerosin zum Flughafen gepumpt. Das neue Unterflurbetankungssystem ersetzt die Tankwagen. Bis heute, sagt Jörg Jepsen. Er ist seit 24 Jahren Tankwart. Von unserem Ablauf ist es das Gleiche. Die Schläuche sind relativ kurz, früher waren die alle viel länger. Kraftaufwendig ist der Trommelschlauch. Und der Schlauch hat ja Rollen dran. Zieht ihn hinter sich her, das geht schon. Im April 1959 startet das Düsenjet-Zeitalter offiziell mit einer Komet 4. An Bord ein Reporter des Hessischen Rundfunks. Der Start der Maschine erfolgt um 14:40 Uhr, nachdem vormittags dichter Nebel war. Die Maschine rollte an, steigerte die Geschwindigkeit und hob ab vom Boden. Man wird etwas an den Sitz zurückgepresst, ein kleines Schwindelgefühl im Kopf. Die Piloten werden bewundert für ihre Arbeit im Cockpit. Die Passagiere sind beeindruckt vom Düsenflieger. Der Bleistift fällt nicht, ein Beweis für den ruhigen Flug. Der Qualm ist Zigarettenrauch. Die sind damals noch erlaubt an Bord. Das erste mobile Gepäcktransportsystem wird vorgestellt. Ein Spezialfahrzeug mit Förderband. Der 30-pferdige, luftgekühlte Motor treibt auch das Fließband an. Auf seiner geriffelten Oberfläche rollt das Reisegepäck, das bisher mit der Hand verladen wurde, mühelos in die Flugzeuge. Immerhin, 60 Gepäckstücke konnten so, mehr oder weniger, automatisch verladen werden. Größere Reisemaschinen sollen künftig mit mehreren Fahrzeugen dieser Art abgefertigt werden. Beschwerden über Fluglärm am Rhein-Main-Flughafen gab es schon 1961, zum Beispiel aus dem Rathaus Neu-Isenburg. Würden die Flugzeuge getreu ihrer Anweisung diese Einflugschneise benutzen, dann könnten wir nicht von Belästigung sprechen. Taten sie aber nicht und Fluglärmkrawall war vorprogrammiert. Übrigens, die Flugzeuge waren damals um ein 100-faches lauter als heute. Die modernen Maschinen bringen immer mehr Passagiere nach Frankfurt. Der Airport muss weiter ausgebaut werden, doch das wird nicht einfach. Mehr über Frankfurts Flughafengeschichte im zweiten Teil und wir klären die Frage, was macht ein Bembel auf dem Flughafen? Stell dich ein auf Rhein-Main, heute mal beim Äpfelwein. Darum kommen Sie an Bord, auf der Reise stellen wir vor, Abflug